zusammen. Heute nehme ich dich mit auf den Weihnachtsmarkt in Leipzig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Ich hoffe, du hast mich bei meinem Einleitungsvideo verstehen können. Die Umgebung war doch ziemlich laut. Der Leipziger Weihnachtsmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Er erstreckt sich über den Marktplatz, den Augustusplatz und die angrenzenden Straßen. Mit seinen ca. 300 Ständen und über 2,8 Millionen Besuchern in 2019 gehört er ebenfalls zu den größten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Auf dem Augustusplatz findest du eine Vielzahl an Möglichkeiten für Groß und Klein. Am imposantesten ist wohl das Riesenrad mit seinen wechselnden Farben. Hoch ragt es hinaus und lässt den Platz in einem tollen Licht erstrahlen. Hinter dem Riesenrad findet man einige Verkaufsbuden und das Märchenland. Das Märchenland ist in unterschiedliche Stationen aufgeteilt und erzählt unterschiedliche Märchen. Es ist sehr liebevoll gemacht und war bei meinem Besuch jedoch total überlaufen, sodass ich es gar nicht richtig auf mich wirken lassen konnte. Auf der anderen Seite des Augustusplatzes in Richtung Gewandhaus befindet sich das beliebte finnische Dorf und das Südtiroler Dorf. Das Südtiroler Dorf ist überdacht und mit Lichterketten versehen. Dort lässt es sich auch bei schlechtem Wetter gut aushalten. Traditionell startet der Leipziger Weihnachtsmarkt immer am Dienstag nach Totensonntag. Im Jahr 2023 war das der 28.11.23. Der letzte Tag des Weihnachtsmarktes, an dem alle Stände geöffnet sind, ist der 22. Dezember. Am 23. Dezember sind nur noch die Stände vor dem alten Rathaus bis 20 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Stände richten sich nach den Wochentagen. Am Wochenende sind sie länger geöffnet. Sonntag bis Donnerstag sind sie von 10 bis 21 Uhr und Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Ich war an einem Samstag vor Ort und aufgrund der Menschenmassen, die du hier im Video siehst, war es echt schwierig zu fotografieren und zu filmen. Zwar hatte ich ein Stativ dabei, aber das zu nutzen war unmöglich. Aus diesem Grund habe ich eine niedrige Blende eingestellt, die ISO hochgeschraubt und aus der Hand fotografiert. Bei meiner Kamera ist das mit dem Rauschverhalten zum Glück kein allzu großes Problem. Vom Riesenrad hätte ich allerdings gern ein paar Langzeitbelichtungen gemacht, aber leider hat dies nicht geklappt. Eine besondere Attraktion des Leipziger Weihnachtsmarkts ist immer das historische Etagenkarussell am Salzgässchen. 2010 wurde dieses Etagenkarussell originalgetreu wieder aufgebaut, da es 2009 durch einen Kurzschluss gebrannt hatte. In Teilen ist dieses Karussell tatsächlich über 100 Jahre alt und damit wirklich einzigartig. Auf dem Markt findet man eine Vielzahl von unterschiedlichen Verkaufsbuden und auch den großen Weihnachtsbaum. Hier gibt es sowohl dekorative Sachen zu kaufen als auch Leckereien. Hinter dem alten Rathaus befindet sich der Naschmarkt. Hier kannst du historische Handwerker bestaunen und es gibt natürlich auch passende kulinarische Angebote. Wenn dir mein Video bis hierhin gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Die erste Erwähnung des Weihnachtsmarktes in Leipzig fand bereits im Jahr 1458 statt. In seinem Buch aus dem Jahr 1719 berichtet der Theologe und Historiker Johann Jakob Vogel Folgendes: Anno 1458 hat Kurfürst Friedrich Markgraf zu Meißen und Herzog zu Sachsen den Weihnachtsmarkt öffentlich ausgeschrieben und die Stadt wegen der geleisteten treuen Dienste so ihm von dem Rate und der Bürgerschaft erwiesen damit begnadiget. Somit ist er neben dem Münchner Christkindlmarkt 1310, Bautzener Wenzelmarkt 1384, Frankfurter Weihnachtsmarkt 1393 und Dresdner Striezelmarkt 1434 einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Soweit bekannt ist, hat der Weihnachtsmarkt Leipzig bis zum 18. Jahrhundert wahrscheinlich auf dem Markt vor dem alten Rathaus stattgefunden. Wie der Weihnachtsmarkt damals genau ausgesehen hat und welchen Umfang er hatte, ist allerdings nicht bekannt. Damals dienten Weihnachtsmärkte dazu, den Leuten in der kalten Jahreszeit mit allem Wichtigen zu versorgen. Aus diesem Grund wurden hauptsächlich Lebensmittel und handwerkliche Produkte angeboten. Auch der Nikolaikirchhof hat kulinarisch einiges zu bieten, egal ob Waffeln mit Vanillecreme, Bratwürste oder Feuerzangenbowle. In der gemütlichen Atmosphäre
von der weihnachtlichen Pyramide lässt es sich prima aushalten. Mein Fazit zum Besuch vom Weihnachtsmarkt in Leipzig 2023. Ein wirklich riesiger und abwechslungsreicher Weihnachtsmarkt. Leider war ich an einem Samstagabend dort und es hatte am Vortag geregnet. So haben an diesem Wochenende den Besuch vom Weihnachtsmarkt in Leipzig wohl alle auf den Samstagabend verschoben und entsprechend voll war es. Oftmals war kaum ein Durchkommen und man konnte sich nur mit der Masse mitschieben lassen. Auch an die Stände ist man nicht gekommen, um sich ein bisschen umzuschauen. Wenn es bei dir also möglich ist, empfehle ich dir, den Besuch auf einen Wochentag zu legen. Da kannst du das schöne Flair dann auch besser genießen. Ich hoffe, mein Video über den Leipziger Weihnachtsmarkt hat dir gefallen und wie immer freue ich mich über ein Like, einen Kommentar und auch ein Abo. Mein Ziel ist es, bis März 24 die 1000 Abonnenten zu knacken. Meinst du, das schaffe ich? Mit deiner Unterstützung bestimmt. Du kannst dieses Video auch gerne mit deinen Freunden teilen. Vielen Dank und bis bald. Ciao!